Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute machen wir mal ein richtiges Menü und zwar gebratenen Lachs mit selbstgemachten Kartoffelstampf und einer leckeren selbstgemachten Dillsoße. Und wie man das Ganze zubereitet, das seht ihr wie immer jetzt. Und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Zuerst kochen wir für unseren Kartoffelstampf die Kartoffeln. Diese setze ich in kaltem Salzwasser auf. Dann bringt ihr das Wasser mit Deckel zum Kochen und wenn das Wasser kocht, lasst ihr das Ganze mit geöffnetem Deckel für ca. 20 Minuten leise vor sich hin köcheln. Alle Zutaten mit sämtlichen Mengenangaben findet ihr bei mir wie immer unten in der Videobeschreibung. Wenn die Kartoffeln kochen, beginnen wir schon mal mit unserer Gemüsebeilage. Dazu erhitzen wir etwas Öl auf mittlerer Stufe in einer Pfanne. Das Öl, das lässt sich am besten mit so einem Pinsel in der Pfanne verteilen. Ich habe hier normales Sonnenblumenöl genommen, ihr könnt aber jedes andere Öl auch verwenden. Wenn die Pfanne jetzt auf mittlerer Stufe erhitzt ist, dann kommen die Champignons in das heiße Öl. Ich habe hier meine Champignons nur geviertelt. Wer das jetzt nicht so grob mag, der kann sie natürlich auch gerne in Scheiben oder Würfelchen schneiden. Die Champignons werden jetzt direkt mit Salz und Pfeffer gewürzt. Es ist ganz wichtig, dass sie sofort gesalzen werden, damit sie in der Pfanne ihr Wasser verlieren können und wir einen schönen Brateffekt erzielen. Das Ganze solltet ihr jetzt unter mehrmaligem Rühren richtig schön braten lassen. Und zwar so lange, bis die Pilze richtig schön braun geworden sind, so wie hier jetzt zu sehen. Und wenn es soweit ist, dann gebt ihr eine in Scheiben geschnittene Zucchini dazu. Und auch die Zucchini wird jetzt sofort gesalzen und gepfeffert, damit auch hier die Zucchini direkt ihr Wasser verliert und braten kann. Wenn ihr gewürzt habt, dann das Ganze einmal richtig gut miteinander verrühren. Und gelegentlich jetzt auch immer wieder durchrühren, damit in der Pfanne nichts verbrennt. Die Zugabe von weiterem Öl ist hier übrigens nicht mehr notwendig, da die Zucchini sehr schnell ihr Wasser verliert und das dann für einen weiteren Bratvorgang sorgt. Sobald die Zucchini beginnt, ihr Wasser zu verlieren, setzen wir eine zweite Pfanne auf und geben auch etwas Öl hinein. Auch hier verteile ich das Öl mit einem Pinsel in der Pfanne. Und während die Pfanne erhitzt, gebe ich zu den Zucchini und den Champignons noch eine ganz klein gewürfelte Zwiebel. Denn auch die soll jetzt noch schön mitbraten. Dabei immer wieder gelegentlich umrühren. Wenn das Öl jetzt schön erhitzt ist, dann geben wir unseren Fisch in die Pfanne. Ich habe hier einen Wildlachs genommen. Ihr könnt aber auch jeden anderen Fisch nehmen. Den Fisch, den würze ich jetzt mit Salz und ein klein bisschen Pfeffer. Den Fisch, den lassen wir jetzt erstmal 5 Minuten schön von der Seite braten. In der Zwischenzeit bereiten wir schon mal unser Dillsöschen zu. Dafür geben wir 150 Gramm Joghurt in eine Schüssel. Dazu kommt dann etwas Dill. Ich habe hier jetzt die tiefgefrorene Variante gewählt. Ihr könnt natürlich auch frischen oder getrockneten Dill nehmen. Dazu gebe ich einen Teelöffel Zucker und ein bisschen Zitronensaft. Das Ganze wird jetzt noch mit einer Prise Muskatnuss, Pfeffer und natürlich ein bisschen Salz gewürzt. Jetzt alles einmal richtig gut miteinander verrühren, damit sich die Gewürze auch in der gesamten Soße richtig schön entfalten können. Wenn ihr alles gut verrührt habt, dann schmeckt ihr das Ganze natürlich auch einmal ab. Und bei mir fehlt noch ein bisschen Salz, deshalb entscheide ich mich jetzt noch einmal nachzusalzen. Ihr solltet wirklich vorsichtig mit den Gewürzen umgehen und lieber immer wieder abschmecken
bis ihr euren gewünschten Geschmack getroffen habt. Für ein ganz klein bisschen Schärfe gebe ich jetzt noch scharfes Chilipulver dazu. Verrühre das Ganze nochmal und dann ist unser kaltes Dillsöschen auch schon fertig. Und jetzt schauen wir einmal nach unserem Fisch und dem Gemüse, drehen den Fisch einmal um und wie ihr seht, ist die Kruste richtig schön geworden. Genauso sollte das aussehen. Jetzt rühren wir noch einmal durchs Gemüse. Der Fisch, der braucht von der zweiten Seite nur so 2 bis 3 Minuten. Und da das Gemüse jetzt auch schon fertig ist, könnt ihr den Herd für das Gemüse schon mal ausschalten. Und nun machen wir unseren Kartoffelstampf. Dafür schüttet ihr die Kartoffeln erstmal ab und gebt sie zurück in den Topf und stampft es mit einem Kartoffelstampfer einmal durch. Nicht zu viel, denn wir wollen ja kein Kartoffelbrei erzeugen. Der Kartoffelstampf soll hinterher noch eine schöne Struktur haben. So, und zu dem Kartoffelstampf geben wir jetzt nach und nach immer etwas erhitzte Milch. Ich habe die einfach in der Mikrowelle erhitzt. Das geht am schnellsten. Und dann immer schön vorsichtig durchrühren. Und jetzt gebt ihr so lange nach und nach die Milch dazu, bis ihr für euch das perfekte Ergebnis habt. Ich persönlich mag den Kartoffelstampf etwas cremiger, aber trotzdem noch stückig. Andere mögen es wahrscheinlich lieber, wenn der Kartoffelstampf noch richtig kartoffelig ist, dann gebt ihr einfach wenig Milch dazu. So wie hier zu sehen, mag ich die Konsistenz am liebsten. Und jetzt braucht unser Kartoffelstampf natürlich auch noch etwas Würze. Von daher salze ich erstmal kräftig mit Salz, denn Kartoffeln können wirklich viel Salz vertragen. Dann kommt noch etwas Pfeffer dazu. Und an jeden guten Kartoffelstampf oder auch Kartoffelbrei gehört meiner Meinung nach Muskatnuss. Auch davon gebe ich noch dazu. Und dann wird das Ganze erstmal wieder richtig gut eingerührt, damit sich die Gewürze im Kartoffelstampf auch richtig gut verteilen. Und jetzt wird das Ganze natürlich auch erst einmal abgeschmeckt und meiner schmeckt mir persönlich noch ein bisschen zu fad, deshalb salze ich nochmal nach. Dann wird das Ganze natürlich wieder gut miteinander verrührt und das A und O ist dann natürlich auch noch einmal abzuschmecken. Mein Kartoffelstampf ist jetzt genau richtig und ihr schmeckt euren einfach so lange ab, bis er euch persönlich auch gut schmeckt. So, und jetzt, wo der Kartoffelstampf fertig ist, ist natürlich auch der Fisch fertig und deshalb können wir jetzt auch anrichten. Zuerst unser richtig leckeres Gemüse, bestehend aus Champignons, Zucchini und ein paar Zwiebelchen. Und das Gemüse, das duftet wirklich herrlich. Die gesamte Zubereitung dieses Menüs hat ca. 25 bis 30 Minuten gedauert. In 30 Minuten ein komplettes, gesundes Mittagessen mit wenig Kalorien. Ist doch einfach super. Zu dem Gemüse geben wir jetzt von unserem leckeren Kartoffelstampf. Ich persönlich finde, er hat so genau die richtige Konsistenz. Er ist leicht cremig und doch noch sehr stückig und genauso finde ich, sollte Kartoffelstampf auch sein. Jetzt kommt noch der leckere Fisch dazu und der hat eine richtig schöne knusprige Kruste. Manch einer wird jetzt denken, der ist sehr trocken, aber ich persönlich mag glasigen Fisch überhaupt nicht. Wenn ihr ihn glasig möchtet, müsst ihr ihn natürlich deutlich kürzer braten. Und jetzt kommt das Beste, die leckere kalte Dillsoße. Und die passt wirklich hervorragend zu diesem Gericht. Es muss nicht immer warme Soße sein. Das Gericht an sich ist ja heiß und die kalte Soße dazu einfach fantastisch. Ihr könnt euch das fast vorstellen wie Pellkartoffel mit Heringsstipp. Da ist die Soße ja auch kalt und es schmeckt super. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, das mal nachzukochen. Ja, und ich hoffe, das Rezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!